Wenn ich härter wäre, wenn ich bessere Comebacks hätte. Nicht so gut wegen Luft, nicht so viel Luft. Kann man eigentlich so nicht mehr benutzen. Aggressiv oder so. Also das ist natürlich ganz früh verankert. Ihr seid Löwen und zu den Mädchen, ihr seid zwischernde Vögel. Es gab immer auch Komponistinnen. Für viele Männer doch eine Herausforderung. Traditionelleren Männerhumor geprägt. Oh, du hast aber heute was Schönes angezogen. Ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist total egal. Ich habe quasi sowohl das Glück als auch den Nachteil, dass ich am ETI sehr aufgenommen werde und entsprechend mich eigentlich nie behaupten muss. Wo ich einfach blank gemerkt habe, ich werde als Frau nicht ernst genommen oder nicht wahrgenommen, nicht als vollständige Tontechnikerin angenommen. Da hatte ich bisher noch keine richtige Antwort für. Ich bin halt nicht so aggressiv. Ich bin eher zurückhaltend. Es gibt diese Klischee und es tut mir echt leid mit allen meinen Kollegen, aber ich denke teilweise doch, sie alle backen sehr gerne und sehr gut und sie alle lieben Katze und sind Vegetarier und fast jede von der Hafenklasse ist so. Und ich habe zum Beispiel einen Freund von der Tuba-Klasse und er erzählt mir, dass ja, der Lehrer will ein Barbecue machen oder sowas. Das geht einfach nicht in der Hafenklasse. Also wenn jemand ein Barbecue für die andere machen will, das hat keinen Sinn, wenn alle Vegetarier umbacken. Ja, was mich ein bisschen stört, ich falle manchmal so in den Stereotyp Frau. Und das finde ich zum einen natürlich in Ordnung, denn ich bin halt so, wie ich bin, aber andererseits denke ich mir dann immer, wenn ich härter wäre, wenn ich bessere Comebacks hätte, dann könnte ich vielleicht Frauen noch ein bisschen weiter in den Beruf reinziehen oder den Menschen zeigen, die denken, ich hätte hier nichts verloren, dass ich hier doch was verloren habe. Also ich würde auch sagen, dass in der Musik generell, also in der Musikkultur, Männer natürlich irgendwie dominieren in solistischer Weise. Bläserinstrument, ich glaube, Männer gerne zu lernen. Aber Frau vielleicht Violin oder Klavier. Vielleicht, oder singen. Ja. Ich glaube, Flöte ist beide. Ja. Man sagt immer, Bläserinstrument, Frau spielt immer nicht so gut wegen Luft, nicht so viel Luft. Oder Männer ist mehr stark. Aber ich denke, nein. Viele Frauen spielen auch sehr gut. Ja. Es gibt so ein bestimmtes Image von Frauen, von denen ich denke, dass sie mittlerweile angenommen sind im Technikerbereich. Und das sind halt die Richtung Tomboy gehen, die eher so kurze Haare, ziehen sich nicht sexy an, sondern tragen einen Overall und haben herbe Sprache, machen mit den Jungs mit Witze und trinken Bier und Also es gibt ja Kinderlieder und einige Kinderlieder kann man eigentlich so nicht mehr benutzen. So muss man dann irgendwie denken, okay, entweder ich schreibe jetzt einen anderen Text, was ich nicht so cool finde, oder ich lasse es halt weg. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, wäre, ich arbeite mit Kindern und sage zu den Jungs, ihr seid Löwen und zu den Mädchen, ihr seid zwischernde Vögel. Das würde ich nicht machen. Also das ist natürlich ganz früh verankert bei Kindern. Auch der Gedanke, dass jemand irgendwie nachher vielleicht künstlerisch irgendwie studieren will, beginnt wahrscheinlich relativ früh. Und wenn man das da schon klar gemacht hat, okay, der Junge soll jetzt ein Instrument studieren und das Mädchen vielleicht besser nicht, dann ist das natürlich für Kinder ein großer Unterschied. Was ich mich gerade nur spontan frage, man singt ja mit Kindern sehr hoch, weil es gesund ist für die Kinderstimme und mir fällt das überhaupt nicht schwer. Aber ich glaube, das ist für viele Männer doch eine Herausforderung, sich das zu trauen und zuzutrauen, so hoch zu singen. Gerade als Mann mit einer eher tiefen Stimme muss man gucken, in welcher Lage man singt mit Kindern. Das muss man ein bisschen trainieren, dass man in einer höheren Lage dann mit denen singt. Ist auch nicht immer so einfach, weil die natürlich viel, viel höher singen. Also als ich angefangen habe, gab es noch diese älteren Generationen, wo es kaum Frauen gab. Das war schon so auch mehr mit so einem, sagen wir mal, traditionelleren Männerhumor geprägt, zum Beispiel im Umgang miteinander im Institut, was jetzt nicht mehr der Fall ist, wo es mehr Frauen gibt. Aber ich glaube, so im
Arbeitsfeld als solches nicht so wirklich was, weil man arbeitet ja sowieso mehr mit Musikern als mit Tonmeistern. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es da irgendeinen Effekt hat. Das ist eher so der Umgang miteinander und ja. Ich glaube, es will sich viel ändern. Also allein wenn man sich überlegt, dass in der Kita und in der Grundschule vielleicht nur Erzieherinnen sind und dann Musikpädagoginnen und ich als Kind da durchlaufe und dann nachher bin ich auf dem Gymnasium und habe vielleicht mehr Männer oder dann nachher an der Hochschule mehr Lehrer, dann habe ich natürlich direkt dieses Bild, das ich vielleicht nicht reflektiere, dass irgendwie Frauen eher in der Grundschule und in der Kita arbeiten und Männer irgendwie im künstlerischen Bereich später. Die Atmosphäre wäre anders, weil ja, vielleicht Männer sind wir mehr aggressiv oder so. Aber also nicht unbedingt, oder? Also, es gibt auch Frauen, die voll egal ist und ja, nicht unbedingt Katze lieben oder sowas. Der Punkt, an dem ich am ehesten denke, dass Geschlecht dazu kommt, wäre die Kommunikation mit den Musikern und mit seinen Kollegen, die man mit dabei hat. Ich würde behaupten, dass ich relativ sensibel für Geschlechterrollen bin und trotzdem merke ich dann, wenn ich mit kleinen Kindern umgehe, dass man mit kleinen Mädchen anders umgeht als mit kleinen Jungs. Mit kleinen Mädchen sagt man dann, oh, du hast aber heute was Schönes angezogen. Und zu kleinen Jungs sagt man das irgendwie nicht, obwohl die sich natürlich auch irgendwie was Schönes anziehen. Ich möchte dann lieber jedes Kind halt mitnehmen, worauf es halt anspringt. So. Und ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist total egal. Wenn man das natürlich jetzt irgendwie so macht, dann schärft man ja wieder den Blick dafür, okay, ich muss es mit Jungs und Mädchen machen, jetzt habe ich natürlich alle, die dann nicht reinfallen in dieses Binäre, dann auch noch nicht dabei. Ja, müsste man vielleicht doch alle gleich behandeln. Das ist ein ganz schön schwieriges Feld. Also man muss wahrscheinlich einfach aufpassen, dass man seine Sachen, die man macht, so offen formuliert, dass die gar nicht erst in dieses binäre System so reingehen.